Wir lassen es mal wieder ordentlich krachen und testen den Skyline 3 Neo von DHS. DHS kombiniert beim Skyline 3 Neo ein leicht klebriges, recht dünnes Obergummi mit einem orangefarbenen, feinporigen, harten Schwamm. Preislich ordnet sich der Belag, der Made in China ist, bei knapp 36 € ein. Im Dots-Test ist dieses Teil recht speziell und zeigt auf der einen Seite ein geringes lineares Tempo mit deutlich dämpfenden Eigenschaften und auf der anderen Seite ein doch relativ hohes Geschwindigkeitspotenzial. Natürlich ist unabhängig davon eine enorme Spinfreudigkeit gegeben. Das Kontern gelingt relativ unspektakulär. Charakteristisch sind hier ganz klar der direkte, präzise Ballanschlag und das etwas leblose, lineare Spielverhalten. Dies mag erstmal den Anschein erwecken, dass der Skyline in Sachen Tempo nur auf unterer Stufe einzuordnen ist. Dem ist aber nicht so. Geschwindigkeitsmäßig legt das Gummi eben ab einem gewissen Punkt an Krafteinsatz doch eine Schippe drauf und ist unserer Meinung nach daher ganz klar als Offensivkracher einzuordnen. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, eben jenen Punkt abzupassen, an dem der Skyline in den höheren Gang schaltet. Das Spin-Niveau bei härteren Topspins liegt auf einem gehobenen Niveau. Gepaart mit dem hohen Tempo ist der Belag sicherlich prädestiniert für eben jenes Angriffsspiel, braucht dabei aber das entsprechende spielerische Niveau und eben auch die Vorliebe für den harten Ballanschlag, der erst bei wirklich harten Schlägen eine gewisse Dynamik und Katapulteffekt entwickelt. Starke Leistung zeigt der Belag im tischnahen Blockspiel, wo er ankommenden Spin durch aktiv gespielte Konter egalisiert und dabei für viel Gegendruck sorgt. Beim Gegenschuss lässt der Skyline 3 auch seinen charakteristischen China-Kracher-Sound von sich. Im passiven Block muss man hingegen ein wenig aufpassen, denn das Obergummi reagiert durch seine hohe Griffigkeit doch recht empfindlich auf ankommende Rotation. Hier heißt es also im Zweifel lieber, den Spin aus dem Ball herauszuprügeln. Weiche Eröffnungen gestalten sich mit dem Skyline 3 eher anspruchsvoll und damit nicht ganz so einfach. Hier kann es passieren, dass das Gummi bei einem allzu tangentialen Balltreffpunkt leblos und undynamisch reagiert, womit es der Ball nicht übers Netz schafft. Wenn man es allerdings richtig macht, versetzt das hochgriffige bzw. klebrige Obergummi den Ball ordentlich in Rotation. Der Skyline 3 Neo von DHS ist ein Vertreter der offensiven China-Kracher und eignet sich insbesondere für technisch versierte Spieler, die mit harten Schlagspins und brachialen Schüssen agieren. Wer das typische China-Spielgefühl und die erst relativ spät einsetzende Dynamik zu schätzen weiß, der sollte bei diesem Belag richtig liegen.